political belief is determined in large part by temperament and personality, and that's very strongly biologically influenced. And so conservatives tend to be lower in openness, which is a trait associated with creativity, and higher in conscientiousness, which is a trait associated with industriousness and orderliness. They tend to make good managers and administrators and lawyers. They tend to make good conservative business types. That's their forte, that's their niche, and that's a valid place to be and a valid thing to be. And you know, conservatives aren't so good at being entrepreneurial, and they're not so good at being artistic and creative. That's not their niche. That's more the niche of the liberal end of the spectrum. And as far as I'm concerned, for the political system to function properly, you need proper representation for all the temperamental types, and they need to be engaged in dialogue. Kaum ein theoretischer Gedanke von einiger Tragweite heute wird wohl der Erfahrung des Bewusstseins und wahrhaft nicht des Bewusstseins allein, sondern der Leibhaften der Menschen gerecht, der nicht Hegelsche Philosophie in sich aufgespeichert hätte. Das ist aber nicht mit dem armseligen Aperçu zu erklären, der absolute Idealist wäre ein ebenso großer Realist, zumal ein Mann von scharfem historischem Blick gewesen. Die inhaltlichen Einsichten Hegels, die bis zur Unversöhnlichkeit der Widersprüche in der bürgerlichen Gesellschaft sich vorwagten, sind nicht von der Spekulation wie von einer lästigen Zutat zu reinigen, sondern sind von deren Gewalt gezeitigt und verlieren ihre Substanz, sobald man sie als bloß empirische Aussagen liest. Die von Fichte stammende, von Hegel ganz durchgeführte Lehre, das a priori sei auch das a posteriori, ist keine verwegene Floskel, sondern Hegels Lebensnerv. Wo Hegel das Material zum Sprechen verhält, ist der Gedanke der ursprünglichen, sich entzweienden und wiedervereinigenden Identität von Subjekt und Objekt im Geist am Werk. Sonst bliebe der unerschöpflich reiche Inhalt des Systems entweder bloße Faktenanhäufung und vorphilosophisch oder bloß dogmatisch und ohne Stringenz. Mit Recht hat Richard Krohne sich dagegen gewandt, die Geschichte des deutschen Idealismus als einen geradlinigen Fortschritt von Hegel zu Schelling zu beschreiben. Vielmehr erwehrte sich Hegel des dogmatischen Moments der Schellingschen Naturphilosophie durch Rückgriff auf den fichtischen und selbst kantischen erkenntnistheoretischen Impuls. Die Dynamik der Phänomenologie des Geistes hebt erkenntnistheoretisch an, um dann freilich, wie es bereits die Einleitung skizziert, die Position einer isolierten oder nach Hegelscher Sprache abstrakten Erkenntnistheorie zu sprengen. Die Fülle des Gegenständlichen, die bei Hegel vom Gedanken gedeutet wird und ihrerseits ihn nährt, fällt also nicht sowohl einer realistischen Sinnesart zu, als der Versenkung des Geistes in sich selber oder in seinen Worten dem in sich hineingehen, sich zusammenziehen des Seins. Wollte man, um den materialen Gehalt der Hegelschen Philosophie gegenüber der angeblich veralteten und willkürlichen Spekulation zu retten, ihren Idealismus ausmerzen, man behielte nichts als Positivismus hier, schale Geistesgeschichte dort in der Hand. Sein Unbezwingliches ist aber auch von ganz anderem Rang als dem der Einbettung in Zusammenhänge, vor denen die Einzelwissenschaften die Augen verschlossen. Sein System ist so wenig eine wissenschaftliche Dachorganisation wie ein Konglomerat genialer Beobachtungen. Beim Studium seines Werkes will es einen zuweilen bedünken, als wäre der Fortschritt, den der Geist durch klare Methodologie wie durch hieb- und stichfeste Empirie seit Hegels Tod und gegen ihn gemacht zu haben, sich einbildet, der einer einzigen Regression, während den Philosophen, die glauben, etwas von seinem Erbe festzuhalten, meist jener konkrete Inhalt entgleitet,
an dem Hegels Gedanke sich erst erprobt.